Also Leute, so sieht es jetzt aus. Ich habe mal kurz den Tank und die Sitzbank drauf gemacht auf den schon gepulverten Rahmen. Es gab hier ein bisschen Zeitversatz. Es hat alles etwas länger gedauert. Deswegen seht ihr das jetzt hier so. Aber das ist die Sitzbank, fertig frisch bezogen. Da wollte ich mich nochmal bei der Sarai bedanken, die das für mich gemacht hat. Und in dem Video seht ihr jetzt, wie ich die Sitzbank stückweise aufgebaut habe und was da für Probleme gab. Und im Vorfeld kann ich schon mal sagen, es ist eine ziemlich Sauerei mit diesem ganzen Schaumstoffkram. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, geht es jetzt so langsam um Aufpolstern des Sitzes. Und zwar habe ich hier ja, so Sitzstoff geholt. Einmal 50 mm, einmal 20 mm. Dann ist hier noch so ein bisschen feinerer Stoff. Der wird dann um das Ganze nochmal drum gelegt, damit die Nähte hier vielleicht nicht aufreiben und so. Und ich habe mich hier für diesen, der ist leider ein bisschen dreckig, Alcantara-Stoff entschieden. Also Mikrofaser in schwarz. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich gelbe Nähte mache, weil ich wollte den Tank gelb lackieren. Oder ob ich es schlicht mache mit entweder grauen oder silbern oder doch einfach nur einer schwarzen Naht. Und geplant ist das Ganze hier dass es hier eine leichte Wölbung nach unten hat, so eine Sitzdelle. Und dann geht es hier etwas höher und schließt dann hier am Ende mit dem gut ab. Und das versuche ich jetzt mal zu machen. Ich bin kein Sitzpolster-Experte und das ist jetzt auch nicht mein Lieblingsthema. Aber da müssen wir jetzt halt durch. Also ich werde den jetzt hier drauflegen, von unten ein bisschen anzeichnen. Das wird die grobe Struktur. Hier das Auffüllen der Lücken, der Stoff sein. Und anschließend kommt nochmal eine obere Lage drauf. Das so ungefähr. Damit man hier auch diese gewisse Wölbung nachbilden kann. Zum Schneiden muss ich schauen, werde ich wahrscheinlich Cuttermesser nehmen. Und ich denke, das Brotmesser werde ich auch aus der Küche stibitzen. Viele benutzen ja auch diese Messer für den Truthahn, diese elektrischen Tranchiermesser oder so, glaube ich. Aber so eins habe ich nicht. So, das Brotmesser habe ich. Ist auch noch ein bisschen Brot dran. Aber wird schon. Dann werde ich das jetzt mal grob zuschneiden und schauen, ob das auch mit dem Brotmesser gut funktioniert. Aber ich glaube, das geht ganz gut. Das mit dem Brotmesser klappt ganz gut, aber die Sauerei bleibt doch nicht aus. Hier vorne habe ich die Schräge, da unten ein bisschen was rausgetüdelt. Und jetzt werde ich hier hinten noch so, ja, ich habe mir den Finger geschnitten. Hier diese Rundung werde ich mich langsam vortasten, dass das hier alles ganz gut liegt. Aber es sieht auch schon ganz gut aus. Ich denke auch mal, dass ich hier diese Wölbung reinmachen werde, damit das obere Teil, diese 20 mm in einem Stück bleiben. Aber das muss ich mal gucken. Also das mit der Sauerei, das habe ich jetzt aufgegeben und mache es jetzt mit einer Drahtbürste. Das klappt ganz gut. Muss man halt aufpassen, das kann sich schnell verhaken, aber sonst funktioniert es ganz gut eigentlich soweit hier. Soweit passt es ganz gut. Hier ist noch ein bisschen Überstand nach oben, aber
spielt jetzt erstmal keine Rolle, weil ich den Stoff hier oben wahrscheinlich also den Schaumstoff hier oben drauf kleben werde. Ich gucke gerade, wie es hier hinten alles passt. Das sieht auch alles hier ganz gut aus, der Übergang. Und dann werde ich jetzt mal den Verlauf hier beobachten. Vielleicht muss ich hier ein bisschen was rausnehmen noch. Das mit der Drahtbürste funktioniert ja ganz gut, damit ich dann die zweite Schicht oben drauf machen kann. Hier muss ich, denke ich mal, noch ein bisschen spielen, wie ich das Ganze hinbekomme. Vielleicht über diese Scheiße hier. Also diese Sitzbank, Schaumstoffform, ist einfach die Mega-Sauerei. Ich habe jetzt schon hier alles abgesaugt. Aber das ist echt ätzend. Die sieht jetzt so aus. Ich werde jetzt versuchen, den Stoff mal drüber zu legen, zu gucken. Das ist jetzt der erste Versuch, ob das was wird. Ich habe ja ein bisschen mehr Stoff gekauft, notfalls beziehe ich den zweimal. Da kommt jetzt über dieses Grobschaumstoffzeugs kommen jetzt hier diese Reihen quasi drüber. Also der Alcantara-Stoff, den ich gekauft habe, wird hiermit abgesteppt, damit er ein bisschen Volumen bekommt. Und noch eine zweite Schutzschicht bildet hier und diesen scharfen Kanten. Also kommt er hier noch quasi einmal rumgewickelt. Aber das könnte gut klappen so. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Kann ich ja noch mal ein bisschen anpassen, hier diese Schrägen und so. So wird jetzt der Stoff irgendwie da drauf genäht. So sieht die Bank jetzt aus. Hier ist so eine leichte Wölbung drin, abgesteppt. Der Stoff fühlt sich auch sehr, sehr schön an. Und es ist auch alles sehr bündig hier. Von oben sieht es auch schön schmal, schlank aus. Ich konnte mich jetzt leider noch nicht draufsetzen, weil wie gesagt der Rahmen noch nackig hier steht. Aber das Ergebnis lässt sich sehen und ich bin echt gespannt, wie das Ganze jetzt zusammengebaut aussieht.